Hi, ich bin Marie. Und ich bin Janka. Möchtest du im Alltag auch nachhaltiger leben und gegen Lebensmittelverschwendung angehen, weißt aber nicht so richtig wie? Wir verraten dir einfache Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag und ein paar Snack-Ideen sind auch noch dabei. Beim Einkauf achte ich darauf, dass ich unverpackt einkaufe und wenn es geht Bio. Ich dachte gern darauf, dass ich zum Beispiel auch mal einzelne Lebensmittel kaufe oder Produkte mit kleinen Dellen oder Macken, denn die bleiben im Supermarkt häufig liegen und werden am Ende des Tages sonst weggeschmissen. Gerade frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse werden schneller schlecht als andere, weil sie falsch gelagert werden. Zum Beispiel bei Karotten. Die sollten immer ohne das Grün gelagert werden, denn ansonsten entzieht das Grün den Karotten ganz viel Feuchtigkeit. Aber schmeißt das Grün nicht weg, denn Janka zeigt euch nachher gleich noch, was man damit Schönes machen kann. Auf gar keinen Fall im Kühlschrank lagern solltet ihr Tomaten und auch Zitrusfrüchte, weil die sonst an Geschmack und Aroma verlieren. Tomaten sollten kühl und dunkel gelagert werden und eine Zitrusfrucht kann man auf einer Arbeitsfläche lagern. Wenn du Salat richtig lagern möchtest, dann pack ihn einfach in ein feuchtes Küchentuch und dann kommt er so in den Kühlschrank in das Gemüsefach. Denn da ist einfach die perfekte Temperatur für das Gemüse, was eben auch in den Kühlschrank gehört. Am besten produzierst du so wenig Lebensmittelreste wie nur möglich, denn letztendlich fließen sehr viele Ressourcen wie Wasser, Strom oder auch Arbeitsstunden in jedes Lebensmittel und sie sind nicht nur das wert, was sie im Supermarkt kosten, sondern sehr viel mehr und deswegen zeige ich dir jetzt mögliche Verwertungen von Lebensmittelresten. Zuallererst zeige ich dir jetzt, was man aus Kartoffeln bzw. deren Schale machen kann, denn da bleibt natürlich immer etwas übrig, wenn man die Kartoffeln schält und genau daraus machen wir heute Kartoffelchips. Grundsätzlich bei Verwertung von Schalen sollte man immer darauf achten, dass es Bioprodukte sind und das Ganze vorher ordentlich waschen. Wir haben jetzt hier unsere Kartoffelschalen und die geben wir jetzt auf ein Backblech und dann werden wir das Ganze etwas ölen, genau. So, jetzt geben wir ein bisschen Paprika und Salz drüber und dann mischen wir das Ganze nochmal. Sieht gut aus. Jetzt kommen die Kartoffelchips für ca. 40 Minuten bei 160 Grad in den Ofen, sind dann schön knusprig und braun und dann können wir sie probieren. Das sind jetzt, ja, das sind die fertigen Kartoffelchips. Ich würde sagen, wir probieren direkt mal, oder? Oh ja. Prost. Richtig schön knusprig, oder? Knackig. Auch schön würzig. Jetzt zeigen wir euch, was man aus Zitronenresten machen kann, denn wenn man diese ausgepresst hat, dann bleibt natürlich die Schale übrig und daraus können wir einen Reiniger herstellen, einen ganz natürlichen, der einfach etwas nachhaltiger ist als die Chemiekeulen aus dem Supermarkt. Für den Zitronenreiniger schneiden wir die Zitrone jetzt erstmal auf. Wir pressen die Zitrone, ich habe hier jetzt schon die eine Hälfte klein geschnitten und das gebe ich hier in das Wegglas hinein. Jetzt kommt noch der Essig hinzu und so kann das Ganze jetzt einfach beiseite gestellt werden und darf für 2 bis 3 Wochen ziehen und dann kann man das anschließend super für die Küche benutzen zum Putzen. Ab und zu mal das Glas ein wenig schwenken und immer mal ein bisschen Essig nachschütten, damit die Zitronen gut bedeckt sind. Wir zeigen euch jetzt, was man aus dem Grün von den Möhren zubereiten kann. Und zwar machen wir heute ein Pesto daraus. Dazu schneiden wir jetzt erstmal das Grün von den Möhren ab. Und bei dem Grün können wir jetzt nochmal schauen, dass wir so die ganz trockenen Stücke nochmal aussortieren und das Frische für das Pesto nutzen. Und dann geben wir noch Knoblauch hinzu, Parmesan, Pinienkerne, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Jetzt wird alles nur noch ordentlich gemixt und dann haben wir ein richtig frisches und leckeres Pesto. Oh, ich bin gespannt. Das füllen wir jetzt in ein Glas hinein und dann wird es kühl gelagert und mit Öl bedeckt. So bleibt es nämlich lange haltbar. Ihr könnt das Pesto jetzt so direkt essen, es schmeckt schon super. Wenn man das noch ein bisschen stehen lässt, dann zieht der Knoblauch noch etwas durch und es hält dann ungefähr so 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank, wenn es dauerhaft mit Öl bedeckt ist. Und was auch noch total cool an der ganzen Sache ist, man kann das Grün von Möhren sogar nachwachsen lassen. Hast du vielleicht schon mal was von Regrowing gehört? Genau das zeigt euch Marie nämlich später nochmal. Aus dem Brot bereiten wir jetzt Croutons zu. Insbesondere wenn Brot schon mal etwas trockener geworden ist, ist das eine super Verwertungsmöglichkeit. Und dazu schneiden wir das jetzt einfach nur in Würfel. Und dann wird das Ganze mit Gewürzen, Salz, Pfeffer, Paprika, aber auch Öl und Rosmarin gewürzt. Und jetzt wird das Ganze wieder ordentlich mit den Händen vermischt, sodass möglichst überall ein bisschen Öl ist und ein bisschen Gewürze. Und dann kommt es in die Pfanne. Das Brot kommt jetzt so einfach noch in eine heiße Pfanne und wird von beiden Seiten so 5 Minuten angebraten, dass es schön knusprig ist. Und dann sind die Croutons schon fertig.
Mit welchen Tipps versuchst du im Alltag die Umwelt zu schonen? Schreib's in die Kommentare. So sehen die fertigen Croutons jetzt aus. Die passen übrigens perfekt, zum Beispiel zu einem Caesar-Salat oder jeder andere Salat, der irgendwie aufgepeppt werden muss. Regrowing von Gemüse ist das Nachwachsenlassen von Resten. Fürs Regrowing brauchst du eigentlich gar nicht viel. Du brauchst Gemüsereste, brauchst ein kleines Wassergefäß und Licht. Beim Schneiden, ich würde sagen so 1 bis 2 cm überhalb der Wurzel. Diese vorbereiteten Gemüsereste kommen jetzt in ein Wassergefäß und diese stellen wir dann an einen schönen hellen Ort, zum Beispiel ein schönes Südfenster. Der Spaß daran, sich sein Gemüse selber zu ziehen, ist einfach, dass man etwas wachsen sieht und es sozusagen beim besten Zeitpunkt dann selber ernten kann und dann schmeckt das Ganze doch gleich viel besser. Welche Tipps hast du für mehr Nachhaltigkeit in der Ernährung? Schreib's in die Kommentare. Bei Frühlingszwiebeln oder auch beim Lauch ist es so, dass die Pflanze wirklich komplett nachwächst. Also man kann das dann auch echt gut zum Kochen nutzen. Beim Salat und bei den Möhren hingegen ist es so, dass kleine Blättchen nachwachsen und dann kann man das Ganze aber einfach einpflanzen und da weiter wachsen lassen. Ich möchte einfach nachhaltiger leben, weil ich ein besseres Zusammenleben von Mensch und Tier möchte. Weil ich der Umwelt was zurückgeben möchte und bewusst im Alltag mit allem, was ich besitze, umgehen möchte.